Letztes Jahr bin ich von Flughafen Nürnberg zu Fuß in die Innenstadt gegangen, auf dem Jakobsweg. Heute geht es in die umgekehrte Richtung, allerdings diesmal nicht zu Fuß, sondern mit einem Bus. Von hier geht es jetzt mit Umstieg auf Charles de Gaulle Paris nach Biarritz in Südfrankreich. Auf dem zweiten Flug gibt es einige Turbulenzen und überhaupt der Anblick von dem Flügel durch mein Fenster erinnert mich an einen alten Spruch. Bei uns im Dialekt sagen wir manchmal in Schlesien „Trzymaj się luftu". Das heißt, halt dich einfach an der Luft fest, wenn sozusagen man irgendwas macht, wo man sich wirklich nirgendwo sonst festhalten kann. Da fällt mir allerdings die Stelle im Evangelium ein. Verkauft man nicht 2 Spatzen für einen Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Ich hoffe, dass unser Duraluminiumvogel auch nicht runterfallen wird. Der Anflug vom Atlantik auf Biarritz ist aber echt beeindruckend, vor allem weil man schon im Hintergrund die Berge sieht. In Saint-Jean angekommen geht allerdings einiges schief. Die Stücke, die ich per Post zusammen mit Taschenmesser ins Pilgerbüro geschickt habe, sind anscheinend nicht da, oder die Dame kann sie nicht finden. Sie mault mich auf jeden Fall noch deswegen an, weil ich danach fragen wollte, eigentlich nur. Sie war aber darauf vorbereitet, mir das ganze sozusagen gelernte Programm von ich erkläre Ihnen den Jakobsweg abzuspulen. So, in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen und ich bin gerade ziemlich sprachlos. Nicht nur wegen den Bergen, sondern auch wegen dem Städtchen, wegen des Städtchens. Es hat so einen Assisi-Charme. Obendrauf sind alle Futterstellen komplett belegt, kein einziger Tisch frei. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach zu versuchen, mit den 2 harten Keksen vom Flug die Zeit bis zum Abendessen zu überbrücken. Von dem städtischen Alberge warten die Pilger. Ich habe zum Glück gebucht. Um 15 Uhr bekomme ich aber endlich mein Bett in der Herberge und habe nette Zimmergenossen, ein älteres Ehepaar aus England. Auch die Leute, die ich schon im Bus von Biarritz nach Saint-Jean kennengelernt habe, treffe ich immer wieder in der Stadt. Ist auch sehr angenehm und lustig. Und außerdem nach der Dusche und kleiner Wäsche fühle ich mich endlich etwas besser.
glaube, es gibt doch Hoffnung, was das Essen angeht. Es gibt einen Pizzaautomaten. So, Essen in Restaurants gibt es ungefähr in eine halbe Stunde erst. Habe mir auf jeden Fall aber schon mal Stücke gekauft für die verloren gegangenen und Ersatz für meinen Victorinox Kleinbach.